I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame, that's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache, that's why I fear my heart won't take. How far will I fall? How far will I fall? If I should fall, how can I trust again? Oh, how far will I fall? I will find love again. Oh, how far will I Die Kümburg ist immer für Überraschungen gut, und weil wir mehrfach angeschrieben und darum gebeten wurden, diesen Ort nochmals zu besuchen, haben wir das letztendlich auch gemacht. Ja, bei der ersten Ermittlung gingen die Hinweise dahin, dass hier noch Kinder sind, welche für das ganze Team auch eindeutig zu hören waren. Man dachte sich, endlich mal ein friedlicher Ort mit eher positiven Rückmeldungen. Bei der zweiten Untersuchung kamen dann aber eher die negativen Ergebnisse der Vergangenheit des Hauses ans Licht. Die Geschichte der Kinder geriet dabei eher in den Hintergrund und es bewegte sich alles mehr in die Richtung Mord, Verbrechen und Totschlag. Ja, für mich war es auch der erste Besuch in dem Haus und das Gefühl war bei mir eher negativ. Man fühlt sich dort ständig beobachtet und auch nicht so wohl. Dazu kam es auch noch, dass es im Haus 10 Grad kälter war als draußen
und man die Luft kaum atmen konnte. Das musst du dir mal vorstellen. Wir sind rausgegangen in den Schnee, um uns aufzuwärmen, weil es im Haus um 10 Grad eben kühler war. Das Ja. kann ich bis jetzt noch nicht fassen. Ja, da die letzten Ermittlungen in verschiedene Richtungen gingen, waren wir dann sehr gespannt, ob sich noch etwas Neues ergibt oder ob wir zumindest eine Bestätigung für die für die letzten Ergebnisse von den letzten Untersuchungen bekommen würden. Ja, zu Beginn der Untersuchung teilten wir das Team auf. Du und die Corinna, ihr habt mit dem mobilen Portal begonnen und Jürgen und ich sind mit der Necrophonik, dem K2-Meter und der Vollspektrumkamera unterwegs gewesen. Sind wir allein unterwegs da, sozusagen. Ja. Nicht die ganze Gruppe, aber heute kommt es noch. Aber wir haben uns schon mal aufgeteilt gehabt. Wir haben uns schon mal aufgeteilt gehabt in der Kühlburg. Jürgen. Ja, der Jürgen ist heute auch da. Wir sind. Und gehst du vor? Ja. Wir sind. Hab ich auch verstanden. Wer ist denn? Kennt ihr uns noch? Wir haben noch nie mit dem Portal eröffnet, gell? Nein. Töten. Und verlaufen, ja. Schade, dass da gleich solche Sachen zu Beginn kommen. Wir haben uns irgendwie erhofft, dass ihr euch freut. Ist in diesem Haus? Was ist denn in diesem Haus? Wut. Da haben wir das Foto gemacht mit dem Schleier, gell? Ja. Ist hier jemand, der mit uns sprechen möchte? Wir sind hier bereits jetzt zum 3. Mal zu Gast in der Kühnburg und vermutlich ist es dieses Mal wirklich das letzte Mal. Möchtet ihr uns etwas mitteilen? Ihr könnt auch gerne das Gerät in meiner Hand berühren, dann leuchten die Lämpchen auf. Also wenn jemand da ist, kann das gern berühren. Schau mal rüber, das ist ein eher kleinerer Raum. Das ist nicht die, okay. Schauen wir rüber. Wenn du einen Ausschlag siehst, dann Sage ich also. dann sag's ja. Das war dieser Hauptraum mit wirklich schönen Holzverschalungen. Hier haben wir schon sehr interessante Ergebnisse gehabt. Das war Klopfgeräusche zum Hören und Geräusche vom Nebenraum. Und zwar passend zu den Fragen, die gestellt worden sind. Ist jemand hier, der uns etwas sagen möchte? Wie heißt du? Es wirkt sehr ruhig jetzt, gell? Ja, es wird sehr ruhig. Ja. Das K2-Meter schlagt gar nicht aus. Mhm.
Ihr könnt uns jetzt nochmal etwas mitteilen. Hilfe. Habe ich auch verstanden, ja. Ja. Braucht ihr Hilfe? Super Bestätigung geklungen, gell? Wer kann euch helfen? Schwierig. Sie ist auf jeden Fall aktiver, deutlich aktiver geworden. Du hast ja noch keine Ausschläge. Noch hier. keinen, nein. Ihr könnt auch gerne das Gerät in meiner Hand berühren, dann leuchtet es auf. Wir wissen auch, dass wir bei der Auswertung oft erst die Sachen dann hören. Also Genau. ihr könnt mit uns reden, auch wenn wir euch momentan noch nicht verstehen. Wir werden es auswerten und wenn es notwendig ist, kommen wir natürlich gern dann auch wieder. Ja, Wir suchen uns immer die besten Jahreszeiten aus. vor allem uns ist vorher aufgefallen, dass im Gebäude kälter ist als draußen. Ein paar Sachen haben wir schon gehört von euch. Aber würdet ihr uns bitte eure Namen nochmal sagen? Was? Die Kinder. Was gehört? Mhm. Das war die tiefe Stimme, oder? Mhm. Wie viele Kinder sind denn hier? Ich verstehe mit den Kopfhörern ganz schlecht. Du brauchst doch nicht, ich mach schon. Das Kreuz? Ihr könnt immer mit uns mitkommen, wenn ihr wollt, und in diese Anwendung auf diesem Gerät, das ich hier halte, rein sprechen. Alles versperrt, okay. Da ist noch was, oder? Da geht man nur in den Raum drüben rein. Ah, Also das ist, glaube ich, sogar die schöne Türe, die innen auch versperrt ist. Da ist der Kasten und da ist dahinter noch ein Raum. okay. Ja, und der ist aber versperrt, der ist auch ein bisschen verfallen, da waren wir ganz am Anfang auch einmal drinnen. Wir sind ja bereits mal hier gewesen, mehrfach, zweimal. Ihr könnt gerne mit uns reden. Seid ihr hier in diesem Raum mit uns? Nein, oder? Wie bei einem Jahr jetzt da gehört. Das hat ja auch bei der Familie, die hier gewohnt hat, die sind von Italien raufgekommen oder von Südtirol und sind dann hier, mehr oder weniger die letzten Nachfahren leben momentan noch hier. Und das Haus ist schon sehr verfallen und es hat auch etliche Kinder gegeben, die da verstorben sind.
vielleicht nochmal, da kommen wir nicht rein, wobei ich habe noch, schau mal kurz, ich habe einen Schlüssel noch bekommen, aber der wird wahrscheinlich nicht passen. Aber probieren kann man es ja. Das wäre natürlich schön gewesen, aber Hast du nicht? der passt leider nicht. Nein. Schade. Ah, das ist nur für den Hauptsaal, wo wir waren. Könnt ihr euch bei uns bemerkbar machen? Bitte? Am Dachboden oben haben wir einen Bären hingestellt und eine Spieluhr. Wenn ihr dort in die Nähe hinkommt oder die Geräte berührt, dann fängt die Spieluhr zum Spielen an. Ihr könnt sie einschalten, wenn ihr in die Nähe kommt. Und der Bär fängt zum Leuchten an. Ihr könnt den Bär auch wirklich berühren mit dem Spielen. Boah, das war jetzt grauslich, hast du das gehört? Wenn man den Geruch von Tod beschreiben müsste, dann wäre das der. Ja, der ganz alte, abgestandene. Was verstehst du denn? Verstehst du, was ich sage? War da gerade ein Schimpfwort? Schau mal rauf. Zum Dachboden? Wir sind zu einer anderen Gruppe. Aber nein, die Tür. Ich höre die Nekrophonik von Jürgen. Okay. Geht's? Ja. Also ich möchte gerne ein bisschen mehr reinhören als reden. Heute. Entschuldigung, ich gehe gerade ein bisschen langsam. Wenn ich jetzt darauf komme und die Nekrophonik läuft los, dann drehe ich wieder um. Ist jemand hier, mit dem wir noch nicht gesprochen haben? Das ist jetzt so der Keller. Da sieht man auch das Originalfundament drinnen. Und ein paar Knochen drinnen von irgendwelchen Tieren. Überall, ja. Ja. Bloß vom Schädel. Ja. Ich kann auch ein Stück zurückgehen, dann kannst du, wenn du willst, noch rein. Ihr könnt uns noch Sachen mitteilen, euren Namen, was euch passiert ist. Wir möchten euch gerne helfen, wenn ihr uns mitteilt, wie. Das erste Mal, wie wir da waren, ist auch jeder über das Blech geflogen, gell? Ja. Aber weißt du, was der Kurt gesagt hat? Bei der Begehung wegen der Sicherheit. Zu jedem Vorsicht, da liegt ein Blech.
Jeder ist drüber geflogen. Hallo, hier sind wir wieder. Ja, okay. Und mir ist jedes Mal schwindelig da. Ja? Schauen wir mal, ob die grundsätzlich funktioniert. Sind nicht eingeschaltet. Jetzt. Ja, siehst du das? Der funktioniert auch. Okay. Habt ihr das gesehen? Hier kommt er in die Nähe oder berührt es und da könnt ihr Musik machen. Vergiftung. Berührt doch bitte mal die Spieluhr. Dass wir wissen grundsätzlich, ob ihr hier seid. Das wäre mal ganz wichtig für uns, bitte. Ihr könnt euch auch bemerkbar machen, indem ihr das Gerät in meiner Hand berührt. Ihr könnt damit spielen. Dann leuchten die Lämpchen auf. Ist schon sehr kalt, gell? Also teilweise ist es auch kälter und dann wieder ein bisschen wärmer. Es ist unterschiedlich, ja. Ja, Meine Finger spüre ich nicht mehr. ja, ich habe mir schon gedacht, ja. Ist jemand hier? Aufgrund der Temperatur würde ich sagen, ja. Gell? Und auch die App, manches Mal reagiert sie intensiver. Wenn es kälter wird, ne? Dass dann jemand da ist. Wir werden es noch später bei der Auswertung hören. Ihr könnt gerne mit uns reden. Wenn wir es verstehen, jetzt, ja genau, jetzt, wird jetzt verstanden. Wer ist denn noch hier? Wie heißt's ihr? Sind auch Kinder hier? Das war so Kinderlachen. Ja, hat sich so angehört. Ich habe mir gedacht, Wir haben schon einmal, wir sind schon da gewesen, haben wir so Kindergetrampel gehört auf dem Dach. ich kann mich erinnern, ja. Ja. Wenn ihr euch uns mitteilen wollt, dann macht das bitte. Spielt ihr hier, ihr könnt hier auch mit diesen Geräten, die wir haben, hier spielen. Ihr könnt damit interagieren, ihr könnt reinsprechen, ihr könnt sie berühren. Ihr braucht doch keine Angst haben, es passiert nichts. Wahrscheinlich habe ich dann Angst und erschreckt, wenn die Spieler losläuft. Ihr könnt mich erschrecken, wollt ihr das? Ist der Besen noch da? Ha? Hast du den Besen schon irgendwo gesehen? Na, Ah, oh ja, da hinten. Wo? Schau, hinter dir.
Stimmt, ja. Das war ja letztens da, oder? Bei dem Kamin, oder? Ja. Der ist zuerst links von dem Fünfer gestanden und dann rechts. Ja. Da war ja Kinect sehr viel los. Ja. Man muss aber auch sagen, das sind sehr viele Balken. Ja, aber es war ja dazwischen. Wenn es auf dem Balken wäre, entlang der Balken, dann würde ich sagen, okay, ja, es sind die Balken. Oder so. Mach doch bitte ein Geräusch. Das tust nicht, oder? Natürlich, das ist ja auch wichtig. Ich bin wichtig. Schau mal runter. Ich habe gerade Schritte gehört auf dem Headset. Echt? Ja. Jetzt kommt der Zu Zug. Zug. Schauen wir mal runter. Ja. Ah, da ist auch noch was. Ja, das geht da durch. Die sind wahrscheinlich wegen der Kälte abgehangen, schätze ich einmal. Weil jetzt der wir rein? Winterzeit ist. Ja, schauen wir mal. Das sind interessante Geräusche, die da rauskommen. Schon wieder Kindergeräusch. Und es ist wirklich kalt, gell? Ja. Und du hast ja auch Kopfweh, hast du gesagt, gell? Ja. Das ist heute auch. Ich habe nämlich jetzt auch ein bisschen Kopfweh bekommen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt von der Kälte her ist. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es ist ja im Haus kälter als draußen. Ja, eindeutig. Ja. Ich werde mal Fotos auch machen. Ja, das ist gut, weil ich nehme das K2 ab. Vielleicht haben wir da auch ein bisschen Glück. Ja. Wow. Also vom K2-Meter her ist wirklich absolut nichts. Das ist schon richtig eingestellt, gell? Ja. Manches Mal löst er nicht aus, gell? Ja. Jetzt. Ja. Ihr könnt euch auch gerne auf dem Foto bemerkbar machen, indem ihr euch zeigt. Genau. Wenn es funktionieren wird. Jetzt. Ja, da ist die Tür zu. War die vorher offen? Ist der Zug gesperrt oder was? Nein, ist offen, aber sie geht Richtung zu dir auf. War die vorher offen? Wir wollen nicht drinnen.
mich heute noch gar nicht erinnern. Nein, Okay. weil dadurch, dass wir ja schon mal da waren, jetzt müssen wir jedes Mal mit dem Hoch-Nieder-Jahr überprüfen. Mir zieht's dauernd, siehst du diese Ausflugsbewegungen? Ja, Mich zieht es dauernd von den Latschen, als würde sich der Boden bewegen. Das wäre es einmal, wenn das Klavier zum Spielen anfangen würde. Weißt du, was dann ist? wir laufen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Equipment mitnehmen würde dann noch. Und morgen, wenn Tag ist, können wir wieder alles holen. Ihr könnt euch bei uns bemerkbar machen. Ich wiederhole es noch, falls ihr es vielleicht nicht mehr wisst. Wir wollen nur herausfinden, ob es noch eine andere Welt gibt neben unserer. Ob ihr uns wahrnehmen könnt. Das habe ich aber verstanden auch. Leise, oder? Nein, Geister. Ich habe leise verstanden. Das war eindeutig Geister. Aber so eindeutig. Sind denn die anderen hier verschwunden? Ich höre die Nekrophonik gar nicht mehr. Gehst du vor? Warum das Portal so anstrengend ist? Jedes Mal beim Portal. Alle Zustände. Alles gut? Siehst, wenn nur die halbe Tür offen ist. Schauen wir, dass wir wieder zu den anderen stoßen. Und überlegen wir, schauen wir mal, ob die irgendwas jetzt rauskommen haben. Schauen wir dann, was wir da machen. Habt ihr hier viel Spaß gehabt? Ihr könnt euch auch mit Geräuschen bemerkbar machen, wie Klopfen oder Trampeln. Auf die Auswertung bin ich schon gespannt. Ich auch. Ja. Ja, können wir da mal schauen? Ist die Tür da offen oder? Ja, die ist offen. So, Ah, jetzt sind wir da wieder. genau, ja. Das ist jetzt hier überhaupt kein Strom. Schau, die ganze weiße Spinne da oben. Ah, ja. Schau, noch eine Ja, da im Netz. und den. Und lass mir den Alex vorbei. Ja. Warte, ich lasse die davor, weil das wird auch ein bisschen eng sonst. Erzählt uns, was ihr früher gespielt habt. Wo war's denn schon mal? Wir waren im Erdgeschoss und jetzt sind wir gerade im Keller unten gewesen, weil das Erdgeschoss ist zum Teil zugesperrt. Okay. Wir sind leidend, er ist nicht weg und böse war gleich zu Beginn über das Portal zu hören. Die Stimmung ist bei mir in diesem Haus merkwürdigerweise jedes Mal schlecht. Zuerst freue ich mich auf die Untersuchung, wenn ich dann dort bin, wird meine Stimmung von Minute zu Minute schlechter. Sogar so schlecht, dass ich am ganzen Projekt zweifle
und ernsthafte Gedanken aufkommen, ob ich dieses überhaupt noch fortführen möchte. Das ist echt total arg dort. Ja. Das kann sich keiner vorstellen, aber immer nur dort. Die Tage nach einem Besuch in der Kühnburg bin ich jedes Mal massiv erschöpft und sogar richtiggehend depressiv und kampfunfähig. Der Tod ist in diesem Haus, meint eine Stimme aus dem Portal zusammenfassend, und das trifft sich mit dem, wie die Stimmung dort ist, auch irgendwie. Von Mal zu Mal wird es ungemütlicher, so wie zum Beispiel, waren wir das noch, beim Friedhof der Namenlosen. Auch mir ist es nicht gut gegangen, war sehr unkonzentriert den ganzen Abend und es war ganz ungewöhnlich, es ist schlimm gewesen. Und, Man kann es gar nicht so in Worte fassen, wie das dort wirklich war. Ich habe es die ganze Zeit irgendwie versucht, seit Wochen, aber es ist schon auf jeden Fall beeindruckend mächtig. Ja. Es ist ja wirklich jedes Mal negativer geworden, das habe ich ganz stark dieses Mal auch gemerkt. Ja. Auch was die Nekrophonik betrifft, ist es erst bei der Auswertung dann aufgefallen, dass die eher Negatives ausgegeben hat. Und Ja. die Rede ist dann aber von Dämonen, aber auch das Kreuz sowie die Ablehnung, Fragen zu beantworten und die Aufforderung, dass wir das Haus zu verlassen haben oder die Geräte abzustellen haben. Alex, wie war es bei dir? Da war doch eine flüsternde Stimme einmal im Portal, gell? Ja, nur leider ist da überhaupt nichts zu verstehen, was genau gesagt wird. Die Meldung kam dann noch, also der Ofen, hau ab. Dann haben wir einen starken Ofengeruch im Keller immer wieder wahrgenommen, aber so einen richtig ekelhaft grauslichen. Ja, erschreckend war für mich auch, dass das Wort Kinder in Verbindung mit Hölle zu hören war. Schießen und Vergiftung bzw. Vergiften war auch wieder zu hören. Und der ganze Satz, jetzt seid doch mal leise, und dreh das sofort ab, war auch dabei. Vergiften und Schießen kommt in diesem Haus immer wieder vor, von Anfang an. Ja, wenn dich da kannst du dich da noch erinnern dran? Es ist eigentlich jedes Mal von dem die Rede. Und es war auch beim ersten Mal so, und ich weiß auch genau wo, ja, wie wir noch geglaubt haben, es sind nur Kinder dort. Das war im ersten Stock gleich rechts, dieses Schlafzimmer mit den 2 Betten. Ja, dort war Vergiften und ruft mir einen Arzt. Das kann ich mich noch ganz genau erinnern. Also, und zwar bei jeder Untersuchung. Alles in allem war unser Gefühl richtig, dass wir hier nicht mehr willkommen sind. Und ja, die Poltertune am Dachboden, die blieb übrigens unberührt. Da war gar nichts. Ja, im nächsten Abschnitt sind wir dann zusammengeblieben und wir haben gemeinsam eine Runde durch das ganze Haus gemacht. Ich habe die Kinect genommen, die Feli hat die Vollspektrumkamera bedient, das K2 hat auch die Feli noch gehabt und du hast die Ovilus-App gehabt. Auf die App haben wir allerdings bei der Auswertung wenig geachtet. Ja, ich sage das ganz ehrlich, ich habe es auch nicht mehr beschriftet, was da rauskommt. Die App ist manchmal im Hintergrund, wenn sie mitläuft. Erstens, wenn wir was verstehen, wiederholen wir es dann noch einmal. Ja? Das heißt, die App sagt es, wir sagen es noch einmal, wenn es nicht unbedingt jetzt der größte Blödsinn ist, und dann noch beschriften. Ich habe mir gedacht, nein, wenn wirklich was sensationell bahnbrechendes gewesen wäre, dann hätte ich es auf jeden Fall beschriftet. Genau. Aber ehrlich gesagt geht mir die App nur mehr am Arsch. Ja, wir haben diesmal auch die Nekrophonik jetzt dann neu dazu genommen. Also insofern haben wir dann einen guten Ersatz, denke ich mal. Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Ich meine, sie ist halt mitgelaufen, das war auch absolut okay. Sie ist halt was auch Interessantes sein, mit dabei. Ja. Ja. Und weil die haben wir in der Vergangenheit immer wieder mitgehabt. Und da ist nicht schlecht, wenn man es halt trotzdem mit dabei hat. Ob irgendwo was ist? Wir haben die letzten Male ja nicht so intensiv in alle Ecken und überall reingeschaut. Sind wir immer nur auszugsweise da durchgegangen, oder? Ja. Da ist jetzt nichts. Also außer Ich mache mal uns Fotos. selbst. Hast du Fotos an die Melli geschickt?
Ja, nein, noch nicht geschickt, aber gemacht. Jonas. Jonas, ja. Das haben wir doch da herinnen schon mal gehabt, Jonas, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, das haben wir auf den, gerade am Weg rauf gewesen noch. Wir haben vorher gehabt Kinder. Ja. Kinder sind hier und Geister sind hier. Es ist blöd, dass wir nicht irgendwie so einen Live-Monitor haben, wo man, oder irgendwie eine Warnung, wenn oben die Poltertune losgeht. Oder der Bär. Wart sie da oben auch? Ja, aber wir kriegen es jetzt nicht mit, ja, wir waren ganz oben noch. Und haben es ausprobiert noch einmal und Ja. mal schauen. Den Jürgen, die Corinna, den Alex und mich Und die Feli? kennt ihr ja schon. Also, Die Feli kennt ihr noch nicht, ist heute neu mit. Wir haben ja damals, ja, genau. Das war das. das war das, ja. Wir haben ja damals, das war so eine typische Wait-for-it-Situation, oder? Ja. Aber Gott sei Dank Voller. war nichts hin, gell? Geschreckt haben wir uns. Wir haben damals sehr viele Schritte und Kinderlachen gehört. Heute hätten wir bessere Mikrofone mit. Ja, hört es nur ich? Ich höre nichts. Habt euch alle mal hin. Also Katzometer. Ja. Ah, ich habe das Skelett drauf. Es ist entlang dem Geländer. Sei mal leise bitte. Könnt ihr bitte noch einmal herumlaufen? Ich habe es ganz sicher gehört wieder. Ja. Es ist halt irgendwie so bei Kindern, erlaubst du es oder bittest du darum, dann Machen wir so. Schauen wir weiter. Wenn du irgendwo was entdeckst, Jürgen, Ja. dann sagen wir es, dann versuche ich hinzugehen. Ja. Naja, ich habe ja zuerst dieses Skelett gesehen. Ich sage jetzt noch bewusst nicht die Entität dazu. Das war aber anscheinend von dem Geländer her. Es war aber nur genau drauf und von den einzelnen Holzverstrebungen her. Der ist auch zu. Aber der war immer offen. Ja. Ich habe nur den Schlüssel vom großen Saal. Bist du vor, Alex? Am besten ist, du drehst dich dann immer um mit der Kinect. Ja? Ja. Vielleicht wäre es ganz gescheit, wenn du mal vorgehst und dich dann umdrehst und wir nicht hinten nachgehen, dass wir das Bild nicht stören, oder? Ja, wobei, jetzt ist natürlich der Alex da. Sag ich ja, geh vor Ja. ans andere Ende und dann dreh dich um und schau dir den Raum an. Dauert das mit dem Foto, gell?
Du bist nur Wo der Rauch. Also dieser Nebel oder so. Ja, da bin ich vorgegangen. ja, einen Meter weiter vor und bist gegangen. Ne? Gestört. Danke, das weiß ich selber. Oder meinst du, wir stören hier? Mache ich einfach mal ein Foto rein. Wenn das da war. Sieht man was, Jürgen? Jetzt habe ich gerade ein Skelett gesehen auf den Sessel hinten, das erscheint. Das ist immer nichts. Ja. Aber es ist nicht stabil da, es ist kurz. Ja. Wem sollen wir denn vergeben? Ich glaube, hier können wir niemandem vergeben, weil uns hat niemand etwas getan. Alles gut. Naja, dafür sind wir die falsche Adresse. Schau mal. Okay. Aber ich weiß nicht, das Lass ist. mich mal hingehen. Aber du musst noch aufpassen, da hinten ist der Schimmel. Da. Ist noch da? Ja, es ist noch da. Bin ich drinnen oder? Es ist bist nicht drinnen, es ist links davon. Könntest du bitte meine Hand berühren? Es ist weiter links. Gell? Es geht Richtung. Noch weiter? Viel weiter, ja, sogar. Noch weiter. Noch. So, jetzt stoßt du. Jetzt stoßt du an, jetzt berührt es dich teilweise am Bauch allerdings. Oder Berührt es mich noch? ja, Bauchhöhe auf der Jacke. Nein, jetzt ein Stückel vor dir noch. Okay. Könntest du mich bitte einmal berühren? Tut sie was? Wo ist es denn genau? Es sitzt genau über der Lade da mit dem. Da. Ja, genau. Da drüber. Wie weit bin ich weg mit der Hand? Jetzt versucht sie ihn zu greifen, Jetzt, oder? jetzt wird es dich berühren, wobei ja, es beschränkt sich wirklich voll auf die Lade mit dem, was drauf liegt. Ja. Ist es verschwunden? Nein, es ist nicht verschwunden, es ist immer noch da. In welcher Höhe? Weiter unten, es ist genau auf der Lade. Kannst du dich bewegen? Wenn du ein Stückchen runter gehst mit der Hand, ja, dann versucht es dich zu berühren. Jetzt wird es bei deiner Hand sein. Merkst du irgendwas? Es ist recht klein und zusammengekauert. Du glaubst nicht, dass die Lade selber ist. Es wäre möglich, aber ich habe es die ganze Zeit eigentlich gedacht, aber jetzt zum Schluss hat er dann doch ein Ja, bisschen. die Lade selber hat nicht unbedingt eine menschliche Struktur, wo die Kinect drauf programmiert ist. Ja, definitiv sogar nicht. Jetzt ist es mit dir verbunden. Also liegt quasi über dem. Kannst du mal dein K2 haben, bitte, Philipp? Kannst du dich bewegen? Kannst du dich aufrichten? Frag mal, ob es den Alex aufhören kann zu bewegen. Bitte? Frag mal, ob es den Alex aufhören kann zu bewegen.
Jetzt überlege ich gerade, ob das dich gehört oder es hat sich zurückgezogen. Ja, voller. Ich habe jetzt gar nicht fragen müssen, es hat sich jetzt zurückgezogen. Kannst du den Alex wieder berühren? Oder das Gerät in meiner Hand? In der Nähe beim Gerät ist es sowieso. Wenn du das Gerät berührst, dann leuchten die Lämpchen auf. Ist mehr oder weniger ganz zaghaft bei dir. Berührt deine Hand, sage ich mal. Viele Leute sagen, reden von, also es wird eben so in der Allgemeinen von Kälte gesprochen. Mhm. Ja, aber meine rechte Hand, meine Finger sind warm. Ja, aber das kann auch sein, ich weiß nicht. So, normalerweise ist die Durchblutung eher schlecht, wenn du es so ausstreckst. Okay. Ich gehe jetzt einmal da rein. Okay. Nein, ich gehe da nicht dran. Nochmal ein Foto. Ich denke mal, das ist der schimmlige Raum. Ja, der ist nicht nur schimmelig, sondern da sind noch jetzt sehr viele Spinnweben drinnen. Aber es ist immer wieder auf dieser Lade, da entsteht Schon wieder das. gestört. Ja. Fühlt ihr euch gestört durch uns? Hat irgendwer sein Handy noch aktiv? Na, Ich habe es komplett Flugmodus. abgeschalten. Mein Handy ist nicht Du? da. Meines ist gar nicht da. Schau. Deins daneben ist ruhig. Das pulsiert richtig, wie ein Herzschlag. Aber jetzt Jetzt geht's ist wieder. extrem stark. Sieht man was auf der Kinect? Nein, das ist Schauen wir mal weiter. Kinectis verhält sich jetzt still. Auf der Kinect ist nichts. Nix, ne? Also, nicht einmal euch erkennt's. Hoppala. Das ist die Carina. Aber kann auch sein, dass sie was versteckt in ihr, ne? Das haben wir auch schon gehabt. Ah? Ah. Ja, schau mal im Raum herum. Da habe ich zuerst ja. So jetzt desorientiert. Was? Kriegs? Kriegs? Ich habe jetzt verstanden. Alex, dein K2. Kriegs. Aber wir wissen ja auch, dass die. Wir wissen ja auch, dass das elektromagnetische Feld sie total Sie schnell ist mein abbaut. Freund. Also ich schlag nicht aus. Aber dann müsst ihr das auch ausschlagen, wenn es vom Handy wäre, oder? Mhm. Das zweite Gasometer ist ruhig. Könnt ihr diese Spur schiefer halten? Schauen wir rüber auf die andere Seite. Ist das jetzt kochen? Hol zu mir. Genau ein Stück hat.
Da haben wir auch das Kindergetrampel gehört, gell, beim ersten Mal. Nein, So genau auf der anderen Seite. Ach so. Ah ja, stimmt, klar. Okay, jetzt werde ich. Das ist lustig. Was ist da? Wenn du das Katzometer filmst, dann schau, dass die Lampe außerhalb vom Bereich ist. Nicht abschalten. Ich hab's nicht abgestimmt, abgeblendet. Nicht abblenden. Einfach rausnehmen aus dem Kegel. Dann ist halt am Bildschirmrand. Jürgen, am besten ist, du machst das Schlusslicht. Ja, Wie machen wir denn das? Weil sonst ist immer wer von uns im Bild, wenn du die Kinect anschaust. ja. Wir lassen dich vorgehen, oder? Oder ich lasse euch einen entsprechenden Vorsprung, es geht auch. Ja, dann geh vor. Geh du vor. Macht am meisten Sinn, glaube ich. Lass den Jürgen vorgehen, Alex. Okay. Ich ist die ganze Zeit habe ich das Gefühl, es wird das Haus schief sein. Mich zieht es die ganze Zeit auf eine Seite. Ich habe doch keinen Schlaganfall oder sowas. Nein, ich habe das Gefühl aber auch. Ich dachte, der Boden ist schief. Nein, eigentlich nicht. Ich habe es mir bei der Stiege aber schon gedacht, wie wir raufgegangen sind. Ja, die ganze Zeit habe ich das doch. Wir sind absichtlich ziemlich ruhig und diesmal versuchen mehr zu hören. Drum keine Fragen, Sie wissen, was wir wollen. Wir waren oft genug da. Und zum Umgekehrt einfach nur reinhören, reinfühlen. Jetzt sind wir in der Nähe von der Spieluhr, jetzt wird man die hören. Hörst du sie? Manchmal löst sie nicht aus. Und vorher war eigentlich, hat die Kamera angezeigt, dass der Akku gleich leer ist. Sie ist jetzt wieder weg. Jetzt kommt es wieder. Aber der Akku war aufgeladen, oder? Das sind Batterien drinnen, Batterien, ja, der Doppel-A komplett neu. Okay. Wohin möchten Sie denn gehen? Ich habe jetzt da ein Skelett. Wo? Da jetzt eines. Direkt vor Sehr mir. cool. Ich habe jetzt aber kurz, ich sehe schon eine Zeit lang drauf, ich habe jetzt gewartet, ob es noch. Wo muss ich hin? Das ist gar nichts. Okay. Du bist da. Okay, noch ein Stück vor, ja. Noch ein Stück vor, ja. Da ist es. Zufall. Ja, da ist es. Schau mal, ob es mich berühren kann oder so. Berühre ich es jetzt eh nicht? Jetzt berührst du es. Das Seite, das hat jetzt ein bisschen zuckt. Ich habe das Gefühl, er ist jetzt wieder viel kälter. Stimmt. Für mich auch. Der Bergstocken. Das wirkt gebückt. Möchtest du meine Hand berühren? Bewegt sich überhaupt Geht's, nicht. Alex?
Was passiert jetzt? Gar nichts. Also er bleibt statisch, obwohl du reingreifst. Jetzt interagiert er ein bisschen. Kannst du Alex angreifen? Kannst du ihn berühren? Am Anfang ist es geduckt gewesen, jetzt ist es aufrecht. Aber es ist schwer zu sagen. Kannst du eine Hand heben? Kannst du dich von dort zu Alex bewegen? Ich weiß nicht. Schauen wir mal rauf. Ja. Bin echt gespannt, ob die Poltertune losgegangen ist oder nicht. Ja. Ja, die Feli hat gerade fast Vollausschlag gehabt. Nein, ich meine, jetzt liegt es über dir, das schon. Gerade der Moment, nachdem du näher gekommen bist, ist jetzt da auf dir. Und auf der Feli erkennt er halt auch eure Also es war jetzt nichts da, irgendwo in der Umgebung. Nein. Können wir mal rauf. Umgebung. Man Lass mal Alter vor Schönheit, oder? Soll ich wirklich den Alex vorlassen? Was? Ja, bitte. Ich schau mal. Aber jetzt geht ja Schönheit und Alter rauf. Warte, komm schon. Der kommt schon. Das war jetzt super. Was? Sieht genau gar nichts. Hast du schon erhoben, Feli? Nein. Da liegt ein Blech, da wo Vor jeder die drüber Stufe. fliegt. Wo? Na warte, gehen wir einfach und irgendwer hörst es fliegt dann sicher eh. drüber. Gefangen. Da herum ist wärmer, oder? Ja, eindeutig. Alex, hast du gerade Entschuldige. gehaucht, Ich deinen renn dich Atem nieder. ausgehaucht? Ja, der Wahnsinn wird Hast von du einem gerade Eck zum deinen anderen. Atem ausgehaucht? Ja. Okay, gut. Weil der Staub, du kennst meine Empfindlichkeit. Ja, So, So, wieder ein Skelett da. wo? Naja, das war jetzt da am Tisch jetzt da. Beim So, Tisch? Ja. Beim Bären. Wenn wir jetzt noch wüssten, ob die Tune schon reagiert hat. Ja. Asche. Aber sie funktioniert, oder? Schön, dass du dich zeigst. In welche Richtung schaut die Poltertune? Zum Bären. Zum Bären, okay. Aber er hat den Bären selber als Hindernis das vielleicht erkennt. Achso, das kann sein, ja. Weil es zu nah ist. Ja. Das Skelett bleibt nach wie vor da, jetzt ist es weg. Der Tank war's. Jetzt schon, oder was? Ja, der war voll voll, jetzt ist er leer. ich bin noch fast voll. Okay. Das ist jetzt blöd. Gut, dann müssen wir wohl oder übel runtergehen, Akku holen und dann noch einmal starten. Ja, die Stimmung war gereizt und nichts wollte so wirklich funktionieren. An einigen Stellen zeigte die Kinect etwas an, aber ein Interagieren war eigentlich nicht wirklich möglich. Ja, ich habe mich zu diesem Zeitpunkt schon etwas seltsam gefühlt und ich kann es aber nicht so gut beschreiben.
immer wieder habe ich das Gleichgewicht verloren und das Gefühl war da, als würde der Boden schwanken. Ja, war aber definitiv nüchtern. Ja, ich habe mich gefühlt, als wäre ich nicht ganz bei der Sache und weiter ist in mir immer wieder die Frage aufgetaucht, ob das ganze Projekt für mich noch Sinn macht. Interessant ist aber, dass der Gedanke verstärkt jedes Mal dort in diesem Haus auftaucht und auch nur in diesem Haus und von dort ausgehend also auch jedes Mal stärker wird. Ich war so richtig angefeindet mit PSI. Ich wäre am liebsten allein ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Ja, und dann begannen auch schon die technischen Probleme. Der Bär. Ja, das war ich habe den Fuß jetzt draufgestellt. Also, die Erschütterung. Und wieso Aber- hört das nicht mehr auf? Es liegt dir nichts mehr im Weg. Hast du noch was auf der Kinect? Nein, momentan nichts. Gehen wir einen Schritt bitte. zurück, gehen wir Ja. alle mal zurück. Und du hast auf der Kinect nichts, oder wie? Nein, jetzt ist nichts. Könntest du mal machen bitte wir von der Fotos. Spieluhr weggehen, dass sie mal aufhört zu spielen? Geh mal bitte von der Spieluhr weg. Da erinnern haben wir schon einmal gehabt, auch meine Medizin Ja, ist jetzt wieder da. Fliegt so viel Licht, wirklich wehtut. Asche war dazwischen nochmal. Aufgelöst. Aber was ist da? Also schalt mal ein Ich und drehe es jetzt aus. einfach einmal. Jetzt geht's aus. Aber was ist da Jürgen im Eck? Gar nichts. da sieht man jetzt nichts. Warte mal, da ist der Tisch. Das ist auf der linken Seite. Jetzt ist es ruhig. So frühere Seiten. Würdest du das Gerät nochmal berühren, bitte? Die Spieluhr. Ich sehe da zwar schon ein Skelett, aber das kommt reproduzierbar jedes Mal, wenn ich den Balken in so einem Winkel hier habe. Ach geh, was ist jetzt los? Ist der Strom aus oder was? Hat sich Schau gerade das an. die Kinect War der volle ausgeschaltet Ausschlag, von ja. der App, war weg. Ja, mal. Was ist da jetzt passiert? Kann mal irgendwas abnehmen? Jetzt geht nach der Reihe jedes Gerät tot, oder was? Ja. Da herum. So ganz ruhig einmal außer. Weil das Problem ist nämlich, wenn uns das jetzt flöten gegangen ist, dann ist die ganze Kinect-Aufnahme weg. Ja. Das ist jetzt blöd, weil das muss extra speichern. Das war wie letztes Mal. Das war das letzte Mal auch, der sagt, er gibt eine Batteriewarnung Schau aus. mal. Was hat denn die Batterie letztens gesagt? Jürgen, jetzt gerade was. Jetzt war gar nichts. Das ist, Es hat auf einmal gesagt, sperren und dann was weg. ja, genau. Also war keine Warnung, gar nichts. Es ist einfach aus gewesen jetzt. Ich will nur sagen, von der App ist gleichzeitig weggekommen. Ja, das Wort weg. Was ist gekommen? Das Wort weg. Weg? Die Kinect hat sich abgedreht und das Wort weg. Bei mir ist schlägt das gekommen. Katzenmeter Stimmt, durchgehend weg. aus. Ja, Das ist auch weg. Nie begraben, Psychose, weg. zeitgleich.
Ah, okay. Bitte verzeihen. Schau mal. Und dann die Entschuldigung, es tut mir leid, ich habe es jetzt abgedreht im Prinzip. Die Entschuldigung. Ja, die Entschuldigung, weil es war ja, es tut mir leid. Ah, Ach bitte so. verzeihen war. Bitte verzeihen Sie mir, ich habe das jetzt abgedreht. Oder? Es wird passen, ja. Ist auf jeden Fall eigenartig so. Ja, wenn die Aufnahme weg ist, dann haben wir ein Problem, ne? Okay, fasse zusammen. Zuerst dreht die Poltertune durch, dann kommt da eine Entschuldigung, Ja. bitte verzeihen und weg, Psychose, nie begraben, klüger ist als ich, würgen, entführt, wie wir das letzte Mal das Portal da gemacht haben, ist doch genau auf Mord und Totschlag rausgelaufen, oder wieder? Ja. Bitte? Erschossen, oder? Ja. Nicht zum Vergessen der Akku vom Alex. So, genau, der Akku vom Alex aus, ein paar Sekunden, also genau, Poltertune, Akku Alex, Kinect, die ist aus. Das Video, interessanterweise, war noch da, das habe ich jetzt noch abspeichern können. Im Rest Akku nochmal hochfahren, aber jetzt ist aus. Mhm. Und was ich nicht verstehe, ist, dass der Akku normalerweise, also ich habe das Tablet, wenn ich daheim WLAN, ja, wenn ich mit dem arbeite Ja. und Sachen kopiere, 2,5 Stunden, Ohne Probleme. ja, 3 Stunden manchmal, ja, je nachdem. Und das sind ja auch neue Duracell, das sind ja keine Akkus, glaube ich, gell? Oh, im Tablet. Achso, im Tablet, okay, ja. Mhm. Da, die Kinect funktioniert die läuft doch. Die Stimme ist jetzt auch anders. Mhm. Schalten wir die Tune noch einmal an. Ich glaube, ihr müsst wieder ein bisschen weggehen, oder? Kann es sein, dass die da auslöst und dann einfach nicht mehr ausgeht? Nein, sie geht aus. Ja. Ja, wer nimmt sich den Bären an? Wer nimmt den Stinky? Ich stinke, nehme ich Ich nicht. nehme den Stinky von mir. Magst du ihn nehmen? Du nimmst den Stinky? Nimm ich den Du Stinky. bist unsere Tierfreundin, hast du Mitleid mit ihm? Ja. Also nur mein kleiner Stinky jetzt. Nachdem er Es ist Baum ein armer kleiner Bär. Schauen wir das, noch du hinten. hast zuerst gesagt, dass so scheißelt, gell? Das war vielleicht der Bär. Nein, ich glaube, das war aber schnell wieder weg, Ja, der stimmt, Geruch. Das war so schön, das Laufen und Ja. das Kinderlachen. Mir ist so das Herz in die Hose gerutscht. Das hat man auf der Kamera gesehen. Ja. Naja, du hast aber auch nicht besser reingeschaut, gell? Das stimmt. Und der Jürgen, kommt doch Schaut mal die Tune her. jetzt aus. Genau. Und der Alex, wie er mir angeschaut hat, der bist wahnsinnig. Ja. Sollte ich dich gerade fragen, wie ist es so auf der anderen Seite? Was? Naja, zuerst wie viele Episoden am Ach so. Bildschirm. Was Ja. meinst Und da ist immer so, da wundert man sich, ja, das ist der Lichtkegel und rundherum schwarz, warum müssen wir das alles durch ein Loch ansehen, sozusagen. Ja, dabei sind es die Taschenlampen und es schaut eigentlich Man immer sieht aus, ja als, wirklich gar nichts. ja, oder? es schaut immer aus, als hätte man genug Licht und so, als wäre das total easy, aber da, was siehst du genau? Gar nichts. Gar nichts, nur die Taschenlampe eigentlich. Einen Lichtkegel und das war's. Wow! Genau, und so passiert's.
Ich bleibe jetzt kurz stehen und liest das einmal, was da gekommen ist. Das ist wieder eine Stufe gehen. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Während wir runtergehen, ich lege die Tune einfach daher, oder? Da ist jetzt wieder viel kälter. Da ist halt am Dach was wärmer, gell? Ja. Ja, das ist extrem. Und das Dach ist aber offen. Willst du dann noch mal am Dachstuhl Von- von- raufgehen? Meine Gebete. Kann man es dann zu? Nein, die Kamera haben wir schon mit, oder? Ja, die haben wir schon mit. Ja. Ich glaube, es ist nichts mehr oben. Also es ist nichts mehr oben und wir können den Dachstuhl wieder zumachen. Da zieht es auch durch, gell? Schauen Ich habe wir, auch das Gefühl, es zieht extrem, ja. schauen wir einfach einmal, was wir machen. Ja? Beraten wir uns einmal, ja, wie es weitergeht. Ja. Okay. Die Tune, die haben wir unten auch. Ja. Schauen wir mal, was wir machen. Ja, zuerst der Akku von einer Kamera, dann ist die Kinect so ungewöhnlich ausgefallen. Also Gott sei Dank hat der Alex dann sie noch mehr anstarten können und das, was drauf war, sichern können. Dann ist die Poltertune, die verrückt gespielt hat und dann auch dein K2 Meter. Ja. Ja. Momentan war uns das echt zu viel. Also es ist viel zu viel auf einmal ausgefallen. Und eigentlich hätten wir eine Pause einlegen wollen zu dem Zeitpunkt, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Und dann haben wir plötzlich im ersten Stock die Poltertune gehört. Ja, also so chaotisch, wie es am Dachboden begonnen hatte, ging es dann gleich weiter. So schnell wie möglich haben wir das Ansteckmikro wieder aktiviert und sind raufgelaufen, um zu schauen, warum die Poltertune losging. Wer ist drauf? Läuft schon. Ich bin noch nicht eingeschalten. Jürgen, rein rauf. Viele schaust du alle Woche? Stell auf. Ja, einmal. Ja. Hört ihr irgendwie nicht? Wenn ich was sehen würde. Wow. Ist ausgeschaltet. Komm. Hörst du mich? Ich höre, ja. Passt. Perfekt. Soll ich? Ja, schau mal. Oh ja, jetzt, es dreht sich auf gerade. Ja, jetzt ist Auftritt. Danke. Okay, jetzt geht's ja. Die war still, die war. Hoppala. Jetzt? Bei dir schlagt das aus, das ist ein Wahnsinn. Was? Jetzt habe ich die Kamera nicht mit. Ja. Achso, die Fullspektrum. Ja. Das ist aber komisch. Schauen wir mal weg. Ich schalte es mal ab und schalte es nochmal ein. Oh Gott. Ah ja, okay. Ist hier jemand? Kannst du dich nochmal vor diese Spieluhr stellen? Schwierig zu sagen, kann sein, vielleicht, dass er sich das ausgelöst hat, weil es längere Zeit eingeschalten war. Und das war ja am Dachboden auch nicht. Stimmt, da ist auch nicht losgegangen. Und das ist aber lang rennt. Jetzt hat es überhaupt nicht mehr aufgehört. Ja, wir waren auch permanent im Sender Ja. was gesehen, aber wie ich es ausgeschalten habe und wieder eingeschalten habe, jetzt ist es still. Und beim Raufgehen hat das K2 Meter wieder so extrem ausgeschlagen. Echt? Das habe ich Ja. gar nicht gesehen. Ja, Ich war so konzentriert. Ich bin direkt hinter dir gewesen und das war wirklich bis zum Ende, bis zum linkesten roten Lamperl. Und jetzt ist es wieder still und Ja. eiskalt ist es. Das ist extrem kalt. Es zieht überall Ja. da.
Nein, da spielt jetzt nicht die Poltertune. Geht's? Ja, danke. Bitte. Wir wissen es nicht. Es hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Okay. Sie hat nicht mehr Sie aufgehört. hat nicht mehr aufgehört dann. Ich habe es dann abgeschalten und nochmal eingeschalten und jetzt ist es wieder ruhig, normal. Jetzt da habe ich mir am Anfang gedacht, naja, vielleicht ist durcheinander gekommen, weil es zu lange zu lange gelaufen ist. Ja. Nur die Feli Hab ich hat auch auch gesagt, gemerkt, wegen das ist ja Dachboden. oben am Dachboden auch lange Zeit gestanden und hat nichts gemacht. Ja, das wissen wir ja noch nicht, weil ich habe es einmal nicht ausgehört. Ja, das Ja, aber stimmt, wenn hat es wieder aufgehört von ja, allein? und jetzt hat es nicht mehr aufgehört. Mittlerweile wissen wir, dass die Poltertune nur dann reagiert, wenn im Abstand von bis zu 2 Metern etwas davor steht, und dabei ist es auch ganz egal, was es ist. Warum das Ding ohne ersichtlichen Grund einfach losgegangen ist, kann keiner von uns sagen. Was mir allerdings immer klarer wurde, und zwar gefühlsmäßig vor Ort und dann auch bei der Auswertung, ist, dass wir hier scheinbar haarscharf an der Grenze zu dem sind, was erlaubt ist oder toleriert wird. Für mich war es ein schlimmes Gefühl und irgendwie ein aggressives, hoffnungsloses, erdrückendes. Ja, wir konnten auch absolut nicht feststellen, warum die Poltertune dort oben aktiv wurde. Als wir am Weg nach oben waren, ging das K2-Meter kurz auf Vollanschlag, danach war es aber wieder ruhig. So etwas wie eine Wärmebildkamera wäre bei derartigen Versuchen sicher sehr interessant. Ab dem Zeitpunkt kann man sagen, dass alles immer schlimmer dort wurde und auch außer Kontrolle geriet. Mehr dazu dann in der nächsten Episode. I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame, that's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache, that's why I fear my heart won't take.